imposing tariffs on Mexico and Canada on Tuesday, President Trump reversed them on Thursday. It's a cunning political tactic experts call bipolar disorder. President Trump said the tariff on goods from Canada is to stop the flow of fentanyl, even though last year only 40 pounds of the drug was seized at the northern border. 40 pounds? What's that, like 2 buttfuls? The new one is President Trump has ceded the presidency to Elon Musk. No, that's not happening. But Elon's done an amazing job. Isn't it nice to have smart people that we can rely on? No. Oh, es war brutal. Stellen Sie sich vor, Trump sitzt wutschnaubend in einem Golfwagen in Florida und macht einen Braten nach dem anderen, während Elon irgendwo in einem Tesla sitzt und versucht, eine Retourkutsche zu twittern. Aber die Autokorrektur ändert ständig Redefreiheit in zerbrechliches Ego. Das Internet stand in Flammen. Jeder Late-Night-Moderator hatte seinen großen Tag. Memes verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Trumps Haare wurden zu einem goldenen Helm der Verweigerung gefotoshoppt. Elon wurde zu einem weinenden Mars-Kolonisten umfunktioniert. Und die Bildunterschriften? Bösartig. Wenn deine Aktien schneller fallen als deine Zustimmungsrate oder 2 Milliardäre gehen zu einem Braten und kommen beide geröstet heraus. Anstatt den Vorfall abzutun, versuchten beide, zurückzuschlagen, und das machte die Sache nur noch schlimmer. Trump postete in Großbuchstaben. Elon tweetete ein schlecht getimtes Dogecoin-Memo. Und bumm, eine weitere Runde virales Chaos. Der Braten hat nicht nur gestochen, er hat auch Narben hinterlassen. Und das Beste daran, die Welt hat es in Echtzeit mitverfolgt. Mit Popcorn in der Hand. Trump addressed a joint session of Congress and claimed that no president has changed government faster than him. Yeah, and nobody changed airport security faster than Bin Laden. President Trump also said that he signed an executive order to ban men from playing in women's sports. But if men aren't allowed to play women's sports, explain soccer. Bevor wir weitermachen, drückt den Like-Button und abonniert die Seite. Denn ihr wollt sie auf keinen Fall verpassen. Trump und Elon, 2 Typen, die sich praktisch das Schweigen erkaufen könnten, wurden dennoch wie billiges Gepäck durch den wildesten Spielplatz des Internets, X, geschleift. Man sollte meinen, Millionäre hätten eine härtere Schale, aber es scheint, dass ihre Egos in Seidenpapier eingewickelt und in Parfüm getränkt sind. Es brauchte nur ein paar Komiker mit einer Wi-Fi-Verbindung und einem Sinn für Humor, um 2 der mächtigsten Egos der Welt ins Taumeln zu bringen wie Kleinkinder, die gerade erst den Sarkasmus entdeckt haben. Tesla CEO and white Kanye, Elon Musk, wore a suit instead of a jacket and t-shirt to this week's cabinet meeting after President Trump made fun of his clothing. It's a refreshing reminder that bullying still works. Trump begegnete der Kritik natürlich mit der Eleganz eines Nashorns in Stilettos. Innerhalb weniger Stunden wurde seine geschätzte Wahrheitsseite mit wütenden, in Großbuchstaben geschriebenen Beiträgen und Diät-Cola-Wahnvorstellungen überschwemmt. Das war typisch Trump. Er leugnete den Witz. Tatso? Als sei er nicht lustig. Und ging dann zu einer Hetzrede über Windmühlen oder Hillarys E-Mails über. Er war schneller von der Pointe zum Beweis für die Richtigkeit des Witzes übergegangen, als man Hexenjagd sagen kann. Because now it feels like Elon Musk is just like scrambling, making it up as he goes along, which I get. You've spent $44 billion for a company that most people say shouldn't be more than worth like 20-something billion. You're gonna scramble, you know? And he's trying everything. What's amazing to me is like what's happening with Elon Musk is a wonderful microcosm to show you how much or how quickly people will abandon what they say is a principle when things aren't going their way, you know? So one of the first things Elon said when he took over was like, comedy is now legal on Twitter. And he was like, it's time for free speech, time for comedy, time for people to actually have fun on Twitter again. And then what people started doing was they started changing their names to Elon Musk. Und Elon, mein liebes, selbsternanntes Genie Elon, der Mann, der 44 Milliarden Dollar gezahlt hat, um Twitter nach einem Buchstaben des Alphabets umzubenennen, drehte völlig durch, von seinen Vaterwitzen für Crypto-Bros-Tweets bis hin zu seinem ständig scheiternden Cybervehikel. Ein Komiker hat es gewagt vorzuschlagen,
dass der Start einer Rakete einen nicht immer zum König der Philosophen macht. Elon hat den Köder geschluckt wie ein im Labor gezüchteter Fisch. This is the whitest foreigner I've ever met. He is. This is my love goes out to you. I'm sorry, I'm autistic. I'm autistic. I didn't know what this is. So much for my show at the kids' school. Seine Antwort war ein Meme. Ein sehr witzloses, völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Meme. Denn wenn die Argumentation versagt, sollte man die Zeitleiste überschwemmen und hoffen, dass seine Fanboys Schadensbegrenzung betreiben. Was die Sache noch besser macht, ist die Tatsache, dass beide als Visionäre, Industriegiganten und zukünftige Führungskräfte gelten. Aber hier sind sie nun und werfen mit schlecht formulierten Wutausbrüchen um sich, weil jemand bemerkt hat, dass ihre Frisur aussieht. Als hätte sie ein blinder Waschbär gezeichnet. Es gibt weniger kapitalistische Kapitäne und mehr Mittelschüler, die in Privatflugzeugen fliegen. Blair, I want you to roast mercilessly Elon Musk. Elon, you're like a self-driving Tesla. Obscenely expensive, prone to crashing, and perpetually promising features that never quite materialize. You tweet about colonizing Mars while simultaneously struggling to manage a social media platform. You call yourself a free speech absolutist, but ban critics faster than a Tesla accelerates from 0 to 60. You claim to be a champion of innovation, yet your most notable achievements involve rebranding existing technologies and making questionable business decisions. Wir sollten die eigentliche Tragödie nicht vergessen, zumindest für sie. Die Komödianten haben sich nicht einmal besonders angestrengt. Die Witze waren leichte Sticheleien und sanfte Verbrennungen. Genau das, was man nach ein paar Drinks in einer New Yorker Kneipe erwarten würde. Aber für Typen, die von Beifall umgeben sind und deren Fangemeinde dazu erzogen wurde, jeden ihrer Fehltritte zu feiern, ist Spott ein Verrat und öffentliche Verachtung ein Krieg. Was passiert also, wenn zwei der reichsten Männer der modernen Geschichte öffentlich von Leuten in die Hose gemacht werden, die $200 für Getränkekarten für eine Late-Night-Comedy-Show bezahlt haben? Sie lachen, denn es stellt sich heraus, dass man mit Geld vieles kaufen kann, einschließlich Raketen, Immobilien und Wiederwahlkampagnen, aber keinen Sinn für Humor oder Anstand und schon gar nicht Entspanntheit. Dies war nicht nur ein Braten, es war eine warnende Geschichte, eine Erinnerung daran, dass, wenn du deine Identität auf dein Ego gründest, jemand es mit einem Witz anstupsen wird und es wird explodieren wie ein Magerballon bei einer Pride Parade. Donald Trump und Elon Musk nutzten die sozialen Medien, als gehörten sie ihnen. Fairerweise muss man sagen, dass zumindest einer von beiden das tat. Der andere tat nur so, als würde er in den Köpfen aller die Miete zahlen. Aber was passiert, wenn zwei Männer, die völlig immun gegen Kritik sind, mit ein paar gut getimten Witzen konfrontiert werden? Sie lösen sich einfach auf. Ähnlich wie markenlose Weltraumraketen und Reality-TV-Werbung. After President Trump spent last week defending our historical best friend Russia, Trump turned this week to attacking our sworn enemy, Canada. That's right, those syrup-guzzling, poutine-munching, moose-humping hockey sluts have taken advantage of us far too long. Alles begann auf X, das früher als Twitter bekannt war und heute Elon Musks persönlicher Spielplatz für verletzliche Millionäre ist. Ein paar Komiker, die offensichtlich nicht auf die Gesetze des Kriechens vorbereitet waren, versuchten, sie zu verspotten. Natürlich hätten Trump und Elon Musk einfach weiter scrollen und vielleicht darüber lachen können, um ein bisschen von der dicken Haut zu zeigen, die sie oft zu besitzen vorgeben. Aber nein, dazu bräuchte man Reife. Und die hat keiner der beiden nach Jahrzehnten, in denen sie so getan haben, als seien sie erwachsen, erreicht. Als erstes hat Donald Trump wie üblich in seinem vergoldeten Badezimmer einen Untergangsszenario durchgespielt, wobei er mit der einen Hand eine Diät-Cola umklammert und mit der anderen hand-aggressive halb zusammenhängende Postings auf Truth Social niedergeschlagen hat. Der Anlass war eine Stand-up-Routine, in der er sich über alles Mögliche lustig machte. Von seiner Spraybräune bis hin zu seiner Unfähigkeit, Sätze zu verbinden, ohne eine seltsame Handbewegung zu machen. Und weil für Trump kein Witz zu klein ist, um ihn als nukleare Beleidigung aufzufassen, drehte er durch. Er begann natürlich,
in Großbuchstaben zu posten. Denn was sagt besser über einen rationalen Erwachsenen aus, als ein ausgewachsenes Online-Geschrei? Er erklärte, der Komiker sei ein verwaschenes Nichts, was ein klassisches Trump-Manöver ist. Denn wenn man wirklich nicht besorgt ist, muss man in einem 300-Wörter-Beitrag erklären. Warum? Bonuspunkte gibt es, wenn Sie Ausdrücke wie traurig und Verlierer verwenden, während Sie Ihren Fans versichern, dass Sie nicht wissen, wer Sie sind. In the time that I've been here, I've been following the presidential race, and I've noticed that a few pieces of conventional wisdom have formed around the candidates. None more than with Donald Trump. 6 in 10 Americans believe Trump is unqualified to serve as president. He's not qualified to be president. Unfit to be president. Unfit to be commander-in-chief. The Des Moines Register writing that Trump is, quote, not only unfit to hold office, but unfit to stand on the same stage as his Republican opponents. He's unfit for that stage? No, that stage is unfit for Trump. There's no marble, there's no gold. Where are the women in bikinis? And how would he even get there? Währenddessen befand sich Elon im Tesla Tower ebenfalls in einer Abwärtsspirale. Jemand machte einen Witz darüber, dass sein Cybertruck wie etwas aussah, das ein Kind mit einem Lineal und ohne Geschmack gezeichnet hatte. Elon, der selbsternannte Beschützer der freien Meinungsäußerung, kam zu dem Schluss, dass es definitiv unangemessen war, sich über ihn lustig zu machen. Plötzlich dachte der Mann, der einst dafür plädierte, dass Humor legal sein sollte, darüber nach, wie man Sarkasmus aus einem Algorithmus herausprogrammieren könnte. Natürlich antwortete Musk in seinem gewohnt provokanten Stil. Etwas Meme-ähnliches, etwas Unangenehmes. Er twitterte ein GIF von vor 5 Jahren, an das sich niemand mehr erinnert, versah es mit irgendeinem seltsamen Tech-Bro-Jargon und versuchte tapfer, unbeteiligt zu wirken. Aber ihr wisst, dass es ihn tief getroffen hat. Wahrscheinlich tief genug für eine weitere Mitternachtssitzung, in der Ingenieure gezwungen sind, darüber zu diskutieren, wie man den Begriff Haartransplantation verbieten kann. Okay, so sieht's aus. Die Komödie war schon immer ein wirksames Mittel, um Menschen zu verhöhnen. Könige, Königinnen, Kaiser und Päpste wurden in Verse, Lieder und Komödien verpackt. Aber irgendwie glauben Trump und Elon, dass sie etwas Besonderes sind, unangreifbar, über den Dingen stehend, irgendwo zwischen Opferrolle und Allmacht schwebend, bis jemand mit einem Mikrofon und einem Witz sie daran erinnert, dass sie nicht außergewöhnlich sind, sondern einfach nur laut sind. Und Junge, wie sie das verabscheuen. Trumps ganzes öffentliches Auftreten basiert auf der Vorstellung, dass er das Alpha-Tier in jedem Raum ist, der Klügste, der Stärkste, der Wohlhabendste und der Attraktivste, obwohl die Realität ihm immer wieder freundlich auf die Schulter klopft und ihm Quittungen ausstellt. The complaint about Trump is that he's unpresidential, and it stems from certain statements that he's made. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. And you know what they say, when you assume, you're the best at assuming. Trump. I know these comments about immigrants were upsetting to some people, but for me, as an African, there's just something familiar about Trump that makes me feel at home. Jedes Mal, wenn er gebraten wird, zerbricht diese Illusion, und er ist nicht in der Lage, mit der Realität fertig zu werden. Stellen Sie sich vor, jemand verklagt einen Spiegel, weil er wahrhaftig ist. So ist es, wenn man zuschaut. Was macht er also? Er verdoppelt, verdreifacht. Er legt los. Aus irgendeinem Grund greifen die Late-Night-Sender jetzt die Nation an. Satire wird als Fake News angesehen. Und die Komiker sind die wahren Gegner. Das liegt daran, dass nichts mehr nach freiheitsliebendem Patriotismus schreit als das Bedürfnis, Pointen zu kontrollieren. Im Gegensatz dazu bemüht sich Elon, den Braten an Skurrilität zu übertreffen. Obwohl er glaubt, dass er entspannter wirkt, wenn er sich mit seiner eigenen merkwürdigen, halb scherzhaften Antwort zurücklehnt, tut er das keineswegs. Es erweckt einfach den Eindruck, dass er ein Tech-CEO ist, der die Rolle eines Reddit-Trolls spielt, um sich selbst davon zu überzeugen, dass er triumphiert hat. Wird er etwas Unverständliches veröffentlichen? Weeds in B. Laughter Module V2. 7 Malfunctioning Resetting Neural Cringe Interface. Um Ihnen den Spoiler zu geben, er hat es nicht getan. Denn das Internet ist von den Ausbrüchen von Milliardären nicht beeindruckt. Es riecht nach Blut. Wenn überhaupt. Mit jeder Reaktion von Trump oder Elon steigt die Zahl der Witze, Memes und Bratensitzungen. Dies ist vergleichbar mit dem Versuch, ein Feuer zu löschen.
indem man Benzin in einen Twitter-Thread schüttet, der damit in Zusammenhang steht. Die Comedians haben ihre Bemühungen natürlich verstärkt, da sie mit den Gesetzen des Internets besser vertraut sind als jede künstliche Intelligenz, die Elon entwickelt hat. Beim Braten sind sie mit dem goldenen Schnitt vertraut. Je bedeutsamer die Angelegenheit wird, desto humorvoller wird der Fall. Und den Aufstieg und Fall von Trump und Elon zu beobachten, ist ein urkomisches Juwel. Es ist nicht so einfach, sich zu schlagen. Sie übersteigt die Höhe des Mount Everest. An dieser Stelle werden die Dinge ziemlich deprimierend. Diese beiden Typen haben sich als Anführer des Kulturkampfes positioniert. Trump behauptet, er sei in der Lage, dem erwachten Mob die Stirn zu bieten. Wie Elon behauptet, arbeitet er an der Wiederherstellung der freien Meinungsäußerung. Kevin Shitch. I'm here with Kevin, Keenan, and we have Kamala, the KKK, great people, 3K. The great people, we love them a lot. The 3Ks, they're my favorite Ks. But I will tell you that if anybody knows if this was at Mar-a-Lago, I would have won so big and so fast. Thank you very much. Let's see if Peacock will hear that one. I don't know who that is. Und wenn die Komiker dann den Mut haben, zurückzuschlagen, verhalten sie sich so, als hätte jemand ihre Lieblingsbote beleidigt und ihre Welpen getreten. Plötzlich sind sie keine Kämpfer für die Wahrheit mehr. Diese Personen sind sensible Influencer, deren Egos gebrochen wurden und die über unbegrenzte Datenabonnements verfügen. Übersehen wir nicht die Heuchelei. Elon Musk, derselbe Mensch, der sagte, dass Twitter ein sicherer Zufluchtsort für die freie Meinungsäußerung sein würde, kontrolliert nun persönlich, welche Witze auf der Plattform beliebt sind. Sobald sich die Witze um ihn drehen, ist es, als ob man einen Tyrannen sieht, der versucht, Sarkasmus zu verbieten. Trump, der jahrelang die Leute nach Strich und Faden beschimpft hat, verlangt plötzlich Höflichkeit. Wenn jemand einen Witz darüber macht, dass seine Spraybräune aussieht wie veraltete Macaroni und Käse. Trump hat jahrelang damit verbracht, die Leute nach Strich und Faden zu beschimpfen. Dies ist die größte Ironie von allen. 2 der freimütigsten Männer im Internet sind in der Lage, ihn zu verteilen, aber sie sind völlig unfähig, ihn zu nehmen. Die strukturelle Integrität ihres Humors ist vergleichbar mit der eines feuchten Gewebes. Sie haben den Wunsch, wie Legenden gebraten zu werden, aber sie fallen zusammen wie überbackene Soufflés. Und wenn sie glauben, dass ihre Fangemeinden hilfreich sind, sollten sie noch einmal darüber nachdenken. Trumps Fans sind wie mittelalterliche Hofnarren, die schreien, Falschnachrichten verbreiten und es wagen, unseren orangenen König lächerlich zu machen. Elons Tech-Kollegen stimmen ein mit, das ist kein Witz, das ist Innovation. Als ob ein Cybertruck-Memo den Nasdaq in die Knie zwingen würde. Doch hier ist die Realität. Wenn sie ernst genommen werden wollen, müssen sie in der Lage sein, die Witze zu ertragen. Wenn ihr Imperium durch einen Braten zu Fall gebracht wird, ist es möglich, dass es nicht auf einem besonders soliden Fundament aufgebaut war. Wenn sich jemand über ihren letzten Schwindel lustig macht und ihre gesamte Persönlichkeit dadurch in sich zusammenfällt, war das Branding möglicherweise von Anfang an der eigentliche Witz. I feel like Trump would be exactly the same even if he spoke Arabic. It would be like the same thing. He'd be like, Das ist vor allem dann nicht der Fall, wenn er aus einem raketenbetriebenen Elfenbeinturm mit schlechtem WLAN twittert. Vor allem, wenn er eine rote Krawatte trägt und ein Ego von der Größe eines Luftschiffs hat. Das Erfreulichste an der ganzen Sache ist, dass es umso lustiger wird. Je mehr Leute darauf reagieren, je mehr sie versuchen, sich gegen den Spott zu wehren, desto intensiver wird er. In jeder Hinsicht sind Trump und Elon zu wandelnden Memes geworden. Und zwar nicht im positiven Sinne. Das sind die Arten von Memen, die einen zum Kichern bringen, die einen zum Grimassieren bringen und die einen fragen lassen, in welcher Epoche man sich gerade befindet. Sie betrachten sich selbst als Außenseiter, als Umstürzler und als Sinnbild der Macht. Elon Musk und Donald Trump treten beide auf, als wären sie aus Titan beschichtetem Selbstvertrauen, mit stählerner Selbstsicherheit, unangreifbar für Kritik und unantastbar für tödliche Sorgen. Man könnte meinen, dass diese Menschen vor dem Frühstück mit Löwen ringen und in ihren Kaffeepausen Lösungen für die Probleme der Welt finden. Sobald jedoch jemand mit einer auch nur annähernd guten Pointe einen Tweet in ihre Richtung schickt,
zerfallen sie wie altes Biscotti, das seine Kraft verloren hat. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist die Ironie nicht nur reichhaltig, sondern auch fast vergoldet und wird per Privatflugzeug geliefert. Aus irgendeinem Grund ist Donald Trump, der sich selbst als Alpha-Tier bezeichnet und behauptet, dass er es mit jedem aufnehmen kann, nicht in der Lage, einen Witz zu machen, ohne in einen Fiebertraum mit Großbuchstaben auf Truth Social zu verfallen, weil jemand bemerkt hat, dass seine Spraybräune mehr Schattierungen hat als seine Steuererklärung. Verhält er sich derzeit so, als käme er gerade aus einem Kampfgebiet. Ich hatte noch kein persönliches Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten. Wenn ich eines hätte, würde ich ihn fragen. Was würdest du fragen? Sieh dir das an, Mark. Was willst du fragen? Wusstest du, dass sie das Capitol stürmen würden? Und macht dich das zu einem Teil eines Aufstandes? Siehst du, was er tut? Sehen all die Leute zu, und was du tust, ist so ekelhaft. Und das weißt du auch. Denn es gab keine Stürmung. Es gab keine Stürmung. Okay? Viele Leute haben gesagt, wir schicken sie nach Hause wie einen Hund. Wir werden sie nach Hause schicken. Zurück nach China. Ja, genau das haben sie getan. Dieselbe Person, die sich damit brüstete, Diktatoren zu konfrontieren, ist nicht einmal in der Lage, einen Twitter-Thread zu konfrontieren, ohne rechtliche Schritte einzuleiten und zu behaupten, dass er den Wahlprozess beeinträchtigt. Nein, ganz im Ernst. Die Person, die einst eine Reality-Sendung namens The Apprentice moderierte, tut nun so, als sei er ein Konkurrent, der nicht ausgewählt wurde, wenn das Internet ihn nicht lobt. Ist das Elon? Was ist mit der Person, die sich für den Tony Stark des Planeten hält? Noch gebrechlicher als sie. Nachdem er eine abfällige Bemerkung über seine Managementfähigkeiten oder seine wandelnde Midlife-Crisis eines Autokonzerns gemacht hat, retweetet er sich jetzt selbst und verbannt jeden, der ein vernünftiges Zeitgefühl hat. Sieht er so seine Führungsrolle? Um Kritik zum Schweigen zu bringen, kauft er sich eine Plattform und behauptet dann, das sei Meinungsfreiheit. Die Zeit, die er damit verbringt, auf Bratentweets zu antworten, ist weitaus größer als die Zeit, die er damit verbringt, die Reichweite von Batterien zu verbessern oder herauszufinden, wie man verhindert, dass Autos Feuer fangen. Es ist, als würde man einen Bösewicht aus der James-Bond-Reihe mit Stand-up-Comedians kämpfen sehen, anstatt, sie wissen schon, Dinge zu tun, die teuflisch brillant sind. Das Lustigste daran ist, dass beide mit allen Mitteln danach streben, als visionäre Titanen anerkannt zu werden. Elon Musk will den Mars kolonisieren, während Donald Trump die Vereinigten Staaten von Amerika retten will. Keiner von ihnen ist jedoch in der Lage, eine 240-Zeichenrede eines Komikers zu ertragen, der Schuhe aus einem Second-Hand-Laden trägt und vor 10 Leuten und einem Barkeeper auftritt, der ihm nicht einmal zuhört, weil dies die ultimative Ironie ist. Diese Leute haben an der Spitze großer Bewegungen gestanden, die einen bedeutenden Einfluss auf die Welt hatten, sowie Industrien verändert und die Politik beeinflusst. Wie geht's? Elon? Wie geht's? Man. Wie geht's? Bruder? Auf geht's. Auf geht's. Alles klar? Ja. Wie geht's? Alles klar. Alles klar. Cool. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Mahaha. Hey, Ashton. Bist du ein Mann oder ein Arschmann? Mahaha. Ja, ich bin wirklich neugierig. Wie kannst du so zurückgeblieben und gleichzeitig so schlau sein? Keine Ahnung. Kumpel, ich weiß es nicht. Ich bin ein Arschtyp. Bis die Babubas zu groß werden. Auf der Erde bin ich ein Arschmann. Aber im Weltraum mag ich Weltraumbrüste. Aber trotzdem sind sie die Achillesferse. Ein blauer Scheck auf Twitter, der mit Elons eigenem kaputten Spielzeug gratis mitgeliefert wurde. Internetkomiker, Typen mit Ringleuchten und billigen Mikrofonen sind alles Beispiele für diese Art von Menschen. Sie sind einfach 2 unglaubliche Online-Typen, die es nicht ertragen können, wenn sie ausgelacht werden, obwohl sie $1 Million und eine Menge Lärm haben. Nicht von den Medien, nicht von Saturday Night Live und ganz sicher nicht von jemandem, der eine scharfe Zunge und ein ausreichendes Wi-Fi-Signal hat. Es ist ein Unterschied, ob man Raketen baut oder für die Regierung kandidiert. Sein Ego intakt zu halten und gleichzeitig bei Twitter zu überleben, ist eine andere Herausforderung. Die beiden hingegen haben nicht nur den Faden verloren. Es wurde daran gezerrt. Der gesamte Pullover wurde aufgerissen. Und die Strickerinnen wurden für die Situation verantwortlich gemacht. Wenn Sie also das nächste Mal um Aufmerksamkeit betteln oder über die zerstörerische Natur des Humors jammern, denken Sie einfach daran, dass nichts die Macht so deutlich macht wie eine Pointe. Die Tatsache,
dass ein Komiker gerade sein nächstes Programm entwirft und sowohl Trump als auch Elon wieder einmal die Pointe sind, ist etwas, das niemals ausgelöscht werden kann. Ganz gleich, wie viel Wut online gepostet wird. Außerdem werden die Leute es lesen und wütend werden. Und der Kreislauf wird weitergehen. Denn Humor ist völlig kostenlos. Ihr Ego in Ordnung bringen? Etwas weniger. Was denken Sie? War das eine brutale Komödie oder die dringend benötigte Wahrheit? Kommentieren Sie unten 1, wenn Sie denken, dass der Braten gerechtfertigt war. Oder 0, wenn Sie denken, dass er die Grenze überschritten hat. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, zu abonnieren und zu teilen, wenn Sie die Wahrheit in Comedy verpackt sehen wollen. Ich bin Ihr Gastgeber. Und bis zum nächsten Mal denken Sie daran, manchmal ist der Witz nicht nur lustig, er ist eine Revolution.